Hallo zusammen, ich möchte euch zeigen, wie man die Beförderung von Stämmen und Steinen optimieren kann durch die Seilkonstruktion. Angefangen erstmal bei der maximalen Seillänge von dem Seilgewehr. Ich schieße jetzt mal hier hin, festige es mit den ersten Punkt und laufe jetzt mal zur maximalen Seillänge. Wie ihr seht, hat die Zahl zwischen den Farben Grün und Rot gewechselt gerade eben. Rot sagt aus, dass ihr das Seil gerade nirgends befestigen könnt. Grün sagt aus, dass ihr freie Bahn habt und das Seil befestigen könnt. Die maximale Seillänge beträgt 150 Meter. Ihr seht jetzt gleich, dass gleich ein Geräusch entsteht, das Fatzen eines Seils und dann haben wir das Seil hier nicht mehr. Eine Seilpistole. Zack. Und 150 Meter wurden erreicht. Das Seil löst sich automatisch. Ihr habt das Seil wieder in der Seilpistole und müsst das neu spannen. Was ich jetzt auch mache. Wir haben das Seil jetzt zu dem gewünschten Punkt gespannt und können darüber das alles Mögliche befördern. Das Seil könnt ihr wieder abbauen, indem ihr an eines der beiden Enden schaut. Und wenn dann dieses Mülltonnenzeichen erscheint, könnt ihr durch Drücken der hinterlegten Taste das Seil wieder abbauen. Und links unten habt ihr gerade eben gesehen, Seilrutsche eingesammelt. Dann habt ihr das wieder zur Verfügung. Zum Herstellen von einem Seilrutschenseil benötigt ihr ein Seil und ein gedruckter Enterhaken aus einem 3D-Drucker. Wo ihr die Enterhaken drucken könnt, das markiere ich euch gleich in einem Bild. An sich könnt ihr maximal 2 gedruckte, nicht bereits gecraftete Enterhaken bei euch tragen. Wie ihr gerade eben gesehen habt, habe ich 2 in meinem Inventar und 2 habe ich fallen lassen. Okay, wir haben einen weiteren Enterhaken im Seilwerfer und 3 bereits hergestellte Seilrutschenseile. So. Jetzt stelle ich nochmal ein Seil her. Das müsste jetzt auch rechts oben landen. Hier sind jetzt 4 und ein weiteres Seilrutschenseil im Inventar, beziehungsweise in der Seilrutsche. So, jetzt stellen wir nochmal eins her. So, jetzt seht ihr, funktioniert nicht. Das Zahnrad ist ausgegraut. Daher, wenn ich öfters unterwegs bin und mehrere Seile hintereinander bauen möchte, dann möchte ich die 5 bereits hergestellten Seilrutschenseile haben und 2 gedruckte Enterhaken. Und meistens habe ich auch dann auch noch mindestens 2 Seile mit dabei, um auch jederzeit Seilrutschenseile zu craften. Wir stellen jetzt eine Station, wo Stämme abgehen und eventuell später wieder ankommen können. Ihr müsst auf jeden Fall zuallererst Baumstammlager erstellen und danach die Konstruktion aufbauen. Weil wenn die Konstruktion bereits steht und ihr versucht dann nachher die Lager darin zu platzieren, es funktioniert leider nicht. Es funktioniert leider aktuell nur so rum. Dazu platziere ich jetzt 4 Stammlager, nicht komplett nah beieinander, sondern mit einem kleinen Abstand von den vorderen beiden Lagern auf der abgehenden Seite, dass ich mich da dazwischen stellen kann und an alle 4 Lager rankommen. Wenn ich das gemacht habe, platziere ich einen Balken, einen Baumstamm im Boden mit der Ausrichtung zur Rückseite, stelle diesen auf, platziere auf der abgehenden Seite einen Baumstamm nochmal auf den untersten, dass quasi 2 Baumstämme übereinander stehen. Verwende das Seilrutschengewehr und platziere auf der unteren Hälfte mit dem Seilrutschengewehr den Anfang des Seils, laufe dann zu dem zu dem nächsten Lager und platziere dann dort mein nächstes Seil, dass die Seilrutsche gespannt wird. Okay, wir haben jetzt ein Lager, ein abgehendes Lager. Von da aus können wir sehr gut dann Baumstämme transportieren, diese weitersenden. Das Lager können wir jetzt dafür verwenden, dass wir hier die Umgebung roden und dadurch sehr schnell an Baumstämme kommen. Ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel. Steht jetzt quasi hier in der Mitte, kommt jetzt hier an dieses Baumstammlager hin, an das hintere und an die beiden anderen und können die Baumstämme somit sehr gut weitersenden oder versenden. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier die Umgebung komplett gerodet. Dann bauen wir diese Konstruktion hier wieder ab, die Seilkonstruktion, und müssen dadurch jetzt ein ankommendes und ein abgehendes Lager erstellen. Dazu stellt ihr quasi ein Tor auf,
indem wir in eines der beiden vorderen Lager, die auf der abgehenden Seite sind, einen Pfosten stellen, einen Baumstamm. Ja, optimalerweise wäre das eigentlich in dem oberen Viertel. Stelle ich mal hier zur Seite hin, dass ihr es besser sehen könnt. Und je nachdem, wie weit die beiden vorderen Lager auf der abgehenden Seite bei euch auseinanderstehen, müsst ihr auch den Baumstamm oder die Konstruktion nah beieinander platzieren, dass die Konstruktion ungefähr symmetrisch ist. Und stapelt darauf die Stämme, füllt dieses Tor mit den Stämmen auf, dann krachen später die Baumstämme dagegen, die ankommenden. Okay, wir haben jetzt die ankommende Station erstellt. Könnt ihr auch vielleicht sogar schon von Anfang an so machen, wenn ihr möchtet. Weil die Seilrutsche, die kann man hier auch sehr gut platzieren. Und man kommt sogar auch noch ein bisschen besser an alle weiteren Baumstammlager ran. Warum ist der Querbalken oben so wichtig? Ich zeige euch jetzt auch gleich auch warum. Hier als schlechtes Beispiel einer Seilrutsche. Wenn ihr jetzt den Baumstamm hier über die Seilrutsche drüber fahren lasst, fliegt er hinten raus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ein Querbalken vorne platziert wird und der Baumstamm durch diesen durchfliegt und hinten gebremst wird durch diese Holzwand. Wenn ihr jetzt die Baumstämme über das Seil transportiert, werden diese automatisch in den Seillagern eingeordnet und sortiert. Nehmen wir mal an, die Stammlager hier sind voll, dann bleiben die Baumstämme hier oben drauf liegen. Sprich, es ist schon ab und zu mal wichtig, vorbeizuschauen und zu sehen, hey, ich muss jetzt weiterleiten, die Baumstämme, oder ich muss meine Stammlager ein bisschen anders anordnen. So, wie ihr seht, ist es eine Lager voll, das andere wurde nicht aufgefüllt, das dahinter ist aber auch voll. Das bedeutet, dass mein Lager hier nicht optimal platziert worden ist. Was ihr jetzt tun könnt, um das Ganze am einfachsten zu optimieren, ist, nicht alles abbauen und wieder aufbauen. Ihr versetzt das Seil ein wenig nach rechts und die Baumstämme müssten dann hier besser ankommen. Mir hat auch schon oft geholfen, dann einfach weitere Baumstammlager zu erstellen in der Umgebung, dass wenn nicht jedes Lager Baumstämme aufnimmt, wie ihr hier auch seht, habe ich hier mehr als genug Baumstammlager, dann nehme ich einfach die Baumstämme in die Hand und gebe die nach vorne weiter und dann kann ich von da aus auch die Baumstämme dann leichter weiter versenden und muss nicht jedes Mal nach hinten laufen, den Baumstamm holen, nach hinten laufen, Baumstamm holen. Per Seilrutsche könnt ihr alle möglichen Stammarten transportieren, zum Beispiel so gehacktes Holz oder kleines Holz, wie auch immer. Das Problem ist allerdings, dass die kleinen Hölzer nicht in den Stammlagern angeordnet werden oder platziert werden. Es sind nur die großen Stämme. Was ihr aber auch machen könnt, ist, wie ihr hier sehen könnt, Steine über die Seilrutsche zu transportieren. Es geht ganz einfach und am schnellsten, wenn ihr 4 Steine in der Hand habt und ihr müsst hier auf gar keine Animation warten oder so. Ihr könnt alle direkt auf der Seilrutsche platzieren, so schnell ihr halt auch klicken könnt. Und diese werden hier, wie ihr seht, auch automatisch eingeordnet. Am schnellsten und am einfachsten könnt ihr Holzstämme per Seilrutsche transportieren, indem ihr 2 Holzstämme in die Hand nehmt, ein Holzstamm auf der Seilrutsche platziert und dann den nächsten in die Hand nehmt und wieder diesen auf der Seilrutsche platziert. Und das dann, ja, in Schleife. Dadurch benötigt das Spiel keine Animation, wie jetzt zum Beispiel. Und dann müsst ihr wieder 2 neue Holzstämme in die Hand nehmen. Ihr müsst jetzt nur allerdings aufpassen, dass ihr die Holzstämme, wie jetzt zum Beispiel, nicht zu schnell hintereinander auf der Seilrutsche platziert. Wenn ihr das ein bisschen optimiert habt, könnt ihr ganz schnell ein Lager zum nächsten Lager transportieren und müsst nicht ständig hin und her laufen. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt an das Abo.
Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Macht's gut.